Hi there, ladies. Hi, Thomas. Hello, Thomas. Ihr habt's aber gemütlich hier. Well, this looks cozy. It is. You just dropped in at the good part. Mhm. Oh, the good part? That's my favorite part. Well, I actually really need to get moving with the New Year's party coming up. Okay, so before I leave, we had this awesome girls' night yesterday thanks to Beth. It was hilarious. When I first saw where we were going, my brain went, oh my god. And when the guys showed us what we were going to do, my brain went, oh my god. And when we started, it was so yuck, but also so cool, you know? I've never done anything like that before, and I love that I got a chance to find out. What But are then you again, I exactly doubt that I talking will ever about? do it again. Ah, yes, the girls' night. Ja, ja, das. Ja, beides davon ist halt sehr nosy, wenn wir ehrlich sind. Ich würde nicht behaupten, dass eins davon besser ist als das andere, so wirklich. Well, whatever happens on girls' night and all that. Well, it's not exactly a secret. We made haggis. You made what-us? I said haggis. It's a Scottish dish made from a sheep's liver, lungs, heart, and suet, all stuffed into a sheep's stomach. It's this fascinating Jetzt bin ich froh, dass ich nicht dabei war. staple stemming from the 15th century. Would you believe? Poems have been written about it. Mhm. Ersteres. Hab ich schon mal eine Story drüber. Es ist sehr ekelhaft. Ugh, that sounds disgusting. I'm glad we mostly had processed foods at poker night. Well, I say, Thomas, don't be a Philistine. Manche Sachen It sind aber was echt so eklig. gross. I'll have nightmares about zombie sheep for weeks. Bleh. Okay, hate to leave you two, but I really have to sort out this delivery ASAP. Or Maureen will go bananas. Talk soon. Thanks again for the great evening, Beth. Bye. Bye, Kay. Well, now, I really should get back to the grind as well. Those New Year's prize reductions aren't going to fix themselves. Alright. Besser du als ich. Bis bald. Warte mal kurz, ich möchte was mit ihm sprechen. Ja. Wait Ich up, weiß noch nicht Beth. genau was, aber I bestimmt. want to talk to you about something. Oh? What's on your mind? It's about Saturday and the whole parcel situation. I told you I simply wanted to get yeah. that parcel out to Daniel as soon as possible, since we didn't get to exchange gifts over Christmas this year. It's nothing, really. Now, if that's all, I really need to get back to the bookstore. Das ist schon etwas merkwürdig in letzter Zeit. Ich will nur sicher sein, dass alles in Ordnung ist. Oh! Oh, ich hoffe, sie ist nicht Teil dieses Scams. Oh, das kann tatsächlich sein. I don't mean to pry. I just want to make sure everything's good. What do you mean? Irgendwas fühlt sich komisch Standing an. outside in the cold with a parcel like that, it feels off to me. Okay, you've got me. Can we sit down here for a bit? Sag ich doch. Heavens, I do feel a bit caught out. But I have to admit, it does warm my heart to know that I cannot fool my friends. Well, out with it, Beth. You see, it's my eyes, Thomas. I have glaucoma, which means my optic nerve is deteriorating. I found out a few months ago. Meine Güte. Oh my gosh, Beth, that's terrible. Thank you. It was a bit of a shock at first.
I haven't told Emily yet. Daniel knows. It's not that bad yet, but it's not getting any better either. The thing is, this kind of condition happens slowly. And I haven't been the fastest in getting it treated. But they can Das ist bestimmt auch nicht stabilize leicht it. hier. That's why I wasn't able to fix the parcel on my own last Saturday. And that's why I'm starting to miss a few details here and there when I'm in the store. Or asking for peas instead of beans at Christmas dinner with all of my friends of all places. So Zeug passiert natürlich irgendwo jedem. Also ein Teil. Aber gerade die Sache mit dem Paket, das ist halt klar. Das macht Sinn, dass es halt das ist. Hatte ich ja keine Ahnung. Gibt es irgendwas, was... Ja, genau. I had no idea. Is there anything we can do to help? It's sweet of you, but there is no need to treat me any differently. I've been going about my business as usual, first and foremost, because the deterioration is so gradual. Until I couldn't really do the little things anymore. Things like reading small print are getting difficult, which was a painful thing to accept at first. Working in the bookstore is starting to give me more issues than I'd like. Getting older. It's a strange thing, isn't it? It's like that Robert Frost poem. The afternoon knows what the morning never suspected. Doesn't mean I wouldn't mind taking a little nap in between from time to time, though. Manchmal kann einer das fertig machen, ja. Ist das der wahre Grund, weswegen du zu Emily, was willst du zu Emily sagen? Ich will jetzt keinen Druck machen. I hear you. For lack of a better word, it just downright blows sometimes. Father time catches up with us all, huh? Yep. Yep. That he does. I mean, my arthritis is... I hate to admit it when Emily's around, but she's right. None of us are getting any younger. And that's not an easy thing to accept, I know. But then, when you really look at it, in the end, it's not all bad. You see, every limit is a beginning as well as an ending, as T.S. Eliot puts it. For me, there's really no use dwelling too much on that limit. I can't change it anymore at this point anyway. But I do have a choice in how to deal with it. Plus, Georgia has a lot to offer: museums, social clubs, and most importantly, my family. If you look at it like that, getting older may still feel like a cursed time, surely, but I also see each new year as a gift. An opportunity to start new adventures, explore, and have more fun. You can't take something like that for granted. Da hast du tatsächlich auf jeden Fall recht. Ja, dass hier gleich ein Zitat aufschlägt. Aber ich kann nicht anders, als das zu sagen. I feel a quote coming on. As soon as you feel too old to do a thing, do it. As Margaret Deland said. There she is. Well, I guess I really should be going now. Thank you once again, Thomas. I do feel better now that it's out. You're a good friend. Danke dir, ja, dafür, dass ihr das tatsächlich rausgebracht hat überhaupt. No, thank you, Beth. Bye now. So, oh, haben wir es schon für den Tag geschafft? Das habe ich gar nicht mitbekommen. That was an easy one. So, machen wir uns mal auf den Weg. So. Bin aber mal gespannt. Wenn der andere Soundguy da seinen Antrag machen will. Ich meine, zumindest, gut, sie war jetzt nicht super schlecht drauf, aber sie ist auch nicht super happy gewirkt. Klar, es ist Arbeit. Und ja, sie muss mit diesem Connor Price Dude da unterwegs sein, also ich kann die Laune nachvollziehen. Aber hey, es ist eine fucking super schön aussehende Seestadt. Jetzt sei mal nicht so betrübt. So. Außer vielleicht hat es ihr nicht so gut gefallen wie ihm.
Das wissen wir natürlich nicht. Das you never know. So, wer weiß, vielleicht hat sie auch, ist als sehr kitschig empfunden, dass wir Hey das, Thomas, have you seen Jack? dass wir den Film dahin gebracht haben und hätte vielleicht lieber einen anderen Film gesehen. Aber egal. Klar, gestern Abend in meiner Küche. Yep, yesterday night in my kitchen. Yeah, okay. But I kind of need him now. I'm a sitting duck right now. I'm toast if Morgan suddenly shows up. Kann ich dir helfen? Morgen ist wahrscheinlich längst wieder das Prudence Oaks verschwunden. Meinst du wirklich? Kann schlimmstenfalls passieren. Ja, ja, ich bin Yikes. vorsichtig, aber sagen wir Maybe I das can help trotzdem. Good afternoon, gentlemen. Oh, oh. Sorry for interrupting your conversation. Mr. Coleman, I see you've managed to Shit. be present at the job position you're currently holding. I think it's time you and I had a little chat inside the office. Mr. Morgan, it's so good to see you again. A little chat sounds wonderful. But I'm afraid there's an extremely urgent parcel I have to deliver right now. So stay put, and I'll be back in about 30 minutes. You can stay right here, Frank. I'm sure Mr. Weiss would be happy to deliver that package for you. Right, Thomas? Bin gerade, wenn Sie mir das zutrauen, Ihren Sie sich aber gewaltig. Ha. Das sagen wir auf jeden Fall nicht. Ich bin gerade am Hadern zwischen den beiden mit mir. Er kann halt aber auch nicht unendlich lang wegrennen. Das ist halt so ein bisschen der Punkt. Ich will jetzt Frank da jetzt nicht, ne, aber es funktioniert halt einfach nicht. Gerade wenn er von no reason diesen Streit überhaupt erst begonnen hat, scheinbar. Also ich würde vielleicht das mal sagen. I've got a better idea. Let's just go to Moe's, have a few beers, and talk it all over like adults. Excuse me, sir? Hi. Hello. I heard you were looking for a guy in a light blue shirt with a mustache to purchase illegal fireworks in the parking lot of the post office? Well, you found him. Illegal fireworks? Who do you think I am? Sir, you don't have to keep your guard up. Frank and Thomas here both know me very well, and I'm sure they won't tell a soul about what you're doing right now. So, what will it be? I've got rockets, Roman candles, fountains, sparklers. I even have barrages that'll give you a fireworks extravaganza that you won't ever forget. I think there must be a misunderstanding here. Please don't put Mr. Morgan in this position. If people walk by and see this, they might snitch on him and get him into trouble. He could even lose his job over this. Wollen Sie nicht lieber reingehen, wo man sie nicht so leicht beobachten kann? Yeah, why don't you go inside so you can do your dealings without all these prying eyes around? I'll tell you what will happen now. I'm going to get in my car, start the engine, drive home, and pretend I did not just spend 3 days in Providence Oaks for absolutely nothing. Sir, if you take a left at the deer statue, you'll eventually pass my barn, and I can fill your trunk there in just 1 minute. Do you have cash on hand? Gentlemen, I'll be back next year. Frank Coleman, your luck will run out one day. I wouldn't bet on it. Tally-ho, Morgan. Nein, nie im Leben. Sagen wir das. Great job, fellas. Morgan will be cursing all the way home. If you can't stand the heat, stay out of the kitchen. Thanks, guys. I owe you one. Okay, jetzt bin ich sogar relativ happy mit der Antwort, die ich gegeben habe. Rice Residence, Montag, Nachmittag. Hello? Evening, Thomas. It's Maureen. Oh, hi, Maureen.
If you're looking for Emily, she's at the motel right now. I was actually looking for you, Thomas. I don't know what to do with this Nancy situation. I get so worked up just thinking about it. And that usually gets in the way of doing the right thing, you know? I need to talk to someone who's a bit more emotionally detached from the situation. Was können wir tun? Bin mir nicht sicher, ob ich richtig bin. Tut mir leid. Wir müssen ja nicht hier sagen, wir halten uns raus. Wir können ja immer noch sagen, wir halten uns raus, wenn wir wissen, worum es genauer geht. How can I help you, Maureen? Simply put, I don't know if I should give in to that Nancy Carlisle and her overpriced snacks, or tell that woman to take a hike. But then we'll end up with a lackluster New Year's Das Eve würde ich party. eher ungern machen. In der Party geht es darum, mit Leuten, die man mag, eine schöne Zeit zu verbringen. Ja, aber das schließt ja immer noch nicht die andere Sache aus. The horror of a New Year's Eve party without a decent snack selection. That's not a difficult choice for me. So you're saying I should go against all my principles just because of some snacks? Es ist halt nicht unbedingt so einfach. Sie hat halt schon ihre Berechtigung, diese Preise nachzufragen, weil klar, sie ist halt die einzige Person, die das liefern kann. Ja, sie ist ein bisschen of a dickhead, was das anging, aber basically zu sagen, du kannst halt auch nicht einfach sagen, F you, I'm not gonna pay your prices. Also, klar, wenn du halt nichts willst, kannst du das, aber damit machst du dir auch ja nicht unbedingt Freunde. Das finde ich jetzt aber ein bisschen sehr, sehr schwierig formuliert. Ja, Snacks sind das Wichtigste, hört sich halt so an, so eine kindische Sache. Und manchmal ist es besser, 5 gerade sein zu lassen. Hört sich halt so reasonable an, als wäre das die einzige dieser 2 Dinger, die Sinn macht zu werden. Aber weißt du was? It's not just the snacks, Maureen, but sometimes it's better to take the high road. This town is too small for everlasting feuds. I think you're onto something there, Thomas. I'm not yet totally sure what I'm gonna do, but at least my mind's at ease now. Thanks for lending me your ear and advice. You're a doll. Dankeschön. Muss einer sein, um einen anderen zu erkennen. It takes one to know one, Maureen. Oh, genau, öffnen wir doch mal unseren Terminkalender. Silvesterparty ist morgen, okay. Good to know. Ist wahrscheinlich auch dann einer der letzten Tage. Zu Hause bleiben Fernsehen oder zu Hause bleiben Buch lesen. Vielleicht kriegen wir unser eigenes Ding zu. Ich glaube es zwar nicht, aber. Okay, nein. Versuch war es wert. I hate to admit it, Klaus, but if it wasn't for you, I would have been a goner. Ha! You can't say that about the other guy. You betcha. You made a mess, man. Blood and guts everywhere. It's not the first time I made Schweinbraten without cooking. Haha. Alrighty. God damn it. Dienstag, der 31. Dezember, morgens. Die Reference war gerade weird, aber okay. Gehen wir mal ran zu Frank, I guess. Na, wie ist die Laune?
Hey, Thomas. Another day, another dollar. Ich habe eigentlich mit mehr gerechnet als das, aber that's fine with me. Ja, also eigentlich könnte er auch schon mal für uns heute covern. Für einen Tag. Dafür, dass wir das gestern für ihn getan haben. Good morning, P.O. I'm starting today with the weather forecast. It will be bright and beautiful. Which brings us to the last P.O. positive or pet peeve of the year. It's Okay. one from yours truly, who'd like to end 1985 on a positive note. P.O. positive or pet peeve? We all know P.O. is the best place in the world. And it's, of course, all because of the people living here. Mhm. Achso, ich hab gedacht, du sagst vielleicht sonst noch was, aber dann halt nicht. Wir machen ja nur unseren Job. So, und sind mal gespannt auf die Silvesterparty. Ich glaube, das hier müsste es sein, ja. Und ich bin vor allem gespannt auf entweder Romance Drama oder A belated eine Christmas nice gift? Geschichte. Maybe. Weiß jetzt nicht, wie du da von der Form auf ein Weihnachtsgeschenk direkt kommst, aber hey. So. Das sind noch die Last-Minute illegalen Böller. And yet another satisfied customer. Ja. Und dann kam der Porch Robber. Es war jetzt bei uns ja in Deutschland nicht so das große Thema, aber in den USA gibt's das halt schon extrem. Also was jetzt nicht heißen soll, dass es nicht bei uns auch Leute gäbe in Deutschland, die Pakete klauen, die irgendwo ein Postbote draußen abgelegt hat, aber in den USA ist das ein sehr großes Problem. Gut, ich weiß jetzt auch nicht, wie das um die Zeit damals herum war, in der wir hier spielen, aber zumindest heutzutage ist es halt ein extremes Problem. Another satisfied customer. Unless it's Bill's. Scheinbar sind alles hier Satisfied Customer. Ist ja auch nicht so, als hätten die eine Wahl. So, aber sind wir froh, dass wir nicht in der modernen Zeit hier spielen, sonst hätten wir 700 Millionen Pakete, die wir für Amazon die ganze Zeit ausliefern müssten. Ich glaube, hier sind wir richtig. Sag mir bitte, dass wir auf der richtigen Seite sind. Danke. So. Ein bisschen verwundert, dass wir keine silvestermäßigen Deko-Sachen irgendwo haben. Aber hey, es wäre vielleicht auch ein bisschen zu viel erwartet. Noch ein bisschen weiter. Da vorne müssen wir doch hin. So, Post ist da. Viel Spaß damit. Bitteschön. Und weiter geht's. So, hier hinten haben wir auf jeden Fall noch ein Paket. Ein Brief. Dann auf der Seite von dem See noch mal eins und auf der anderen auch noch. There we go. Bitteschön. Da sind wir doch mal später auf die Silvesterparty gespannt. Und auf die Entscheidung, die Maureen getroffen hat. Ich hoffe, also ich glaube nicht, dass sie sich versöhnt hat, aber ich hoffe zumindest, dass sie die Situation nicht zur Eskalation gebracht hat. Was durchaus möglich ist. Aber da wir ein Paket scheinbar hinliefern, könnte das eine positive Sache sein.
Ah, ich glaube, das auf der anderen Seite das Paket ist übrigens im Motel. Hier würde ich zumindest stark von ausgehen. Gut, gucken wir doch mal. Thomas, it's good to see you. Thanks again for the little chat we had yesterday evening. Ja, kein Ding. Da helfen wir doch gerne. Ja, ich frag mal. Have you made a Why decision not? on what to do? Yep, and I hope it's the right one. But I guess some situations don't have a perfect solution. You'll Ja, find da hast out du tonight, wahrscheinlich recht. Thomas. We'll have a grand old time regardless. Das wollen wir doch hoffen. Ich hoffe, du hast keinen Minikrieg in der Stadt begonnen. So. Die Feinde macht man sich doch erst im neuen Jahr, nicht schon direkt vorher. Auch haben wir für die Farm irgendwas. Ja, sonst ist in der Richtung doch, glaube ich, nichts weiteres. Ja. Da ist für die Farm. Oh. Das hast du nicht gesehen. Warum steht ihr da? Steht ihr da schon seit... Wir waren da, glaube ich, schon einmal hier im DLC, oder? Ich bin mir gerade selbst nicht mehr ganz sicher. Aber falls wir da schon mal waren, kann es sein, dass... Nee, das wird doch keinen Sinn machen, dass die literally für immer dort stehen, wo sie einmal standen. Oh, Channel 6. What are you doing here, mates? Moment. Kann das jetzt sehr sozial. Haken die nämlich ein. Wo sind die denn überhaupt? Oh, hey, Thomas. We're about to do a little interview, but you're welcome to listen in. Mr. Price, you know Thomas Weiss, don't you? Sure do. You're resident mailman, am I right? Good to see you, man. Ignoriert mich, ich bin nur eine Fliege an der Wand. Wir sind minderen. Should I just stand over here? That was Open Sky by Velvet Moon, one of my favorites. Ignoriert mich halt einfach. Folks, we have a special treat for you today because I have a guest here at the Reynolds studio. You know that happens from time to time, but today it's a bona fide big shot. None other than KNW6's own newsman extraordinaire, Mr. Connor Price. Thanks for having me, Jack. Always nice to talk to a fellow broadcaster. So, how long have you been doing this local show? Coming up on our 10th anniversary, Mr. Price. But you've been at KNW6 for longer than that, no? Yeah, it's been... Gosh, can you believe I started there way back Sehr in aufgesetztes 66? Lachen. As a segment producer on Portland Rise and Shine. Still remember the title of my first item, too. Is Poplin Still Poppin'? That's a great title. And yet, this is the first time you've come to Providence Oaks. First time staying a while, at any rate. So, Mr. Reynolds, how would you describe this town? Well, I'd say it's a... Hey, wait a minute. Who's interviewing who here? I'll ask the questions, thank you very much. Apologies, my friend. Just can't help myself. Always chasing the story, me. It's the commitment I've made to our viewers. The price guarantee. God So, damn what it. stories are you chasing here in P.O.? Oh, you know, just trying to capture the old couleur locale. I must say, the people here are very friendly. And I hope the feeling's Also alle bis auf du. mutual. Right, Thomas? That's Thomas the mailman over there. But never mind, he's not mic'd. Ja, bin ich und nein, habe ich nicht. Mr. Price, wir hatten einen etwas holprigen... Ja, sagen wir jetzt nicht. Yes, and no, I'm not. You don't say. Because we happen to have a little section called P.O. Positive or Pet Peeve. You might have heard of it? Can't say I have, but I do like the alliteration.
Well, Lucinda Boyle called in a pet peeve yesterday, saying you were quite rude to her when she asked you for an autograph. Well, I'm sure that was a misunderstanding. See, I must have been on a really tight schedule, because otherwise I'd do anything for a fan. That's the price guarantee, right? Sure. Anyway, we'll be back with Connor Price, KNW 6-star reporter, right after this. What the Wahrscheinlich ist er instant jetzt weg. ambushing me like that live on air? Relax, just joshing you a little. But I'll let you plug the heck out of this Oregon Trail thing you're filming. How's that? We'll make sure everyone in town fully cooperates with your crew in the home stretch. Well, speaking of the home stretch, I better get back to my job as a serious broadcaster. It's been real, pal.